Please, come in. No one should be alone at a time like this. Emir, they killed Michał. He is not altogether lost, remember. I'm going to see Burke. The rest should know. Come on, Yannick. The famous Madame Samira has honored my humble abode. Thank you for taking us in. You must be exhausted. Please go ahead to your rooms upstairs. I'll join you in a moment. Are you coming? I'll be there in a moment. Pistolenkugeln. Diese Kugeln sehen aus, als wären sie chirurgisch aus einem Körper entfernt worden. Das Gefäß enthält die Worte eines Dankgebets. Gott möge Emir Burnakovsch segnen, den Arzt, der allen hilft. Selbst angeschossenen Revolutionären. Er verschafft Linderung, ohne Fragen zu stellen. Er ist ein wahrer Engel. Nein, habe ich die Tür genommen? Nein, 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 nein. Nein! Wo hat er gespeichert? Bei der Treppe? Nein. Oh, Glück gehabt. So, das haben wir gelesen. Ist gemein mit der Treppe hier. Patientenakten. Übersicht der Leistungen. 14. August. Herr CR. Ortitis. Bezahlung habe ich abgelehnt. 15. August Frau HO mit krankem Kind, Pneumonie. Bezahlung habe ich abgelehnt. 15. August Herr AS. Schnittwunde, 2 Rupel für den Verband. 17. August Frau AW. Verdacht auf eine gynäkologische Krankheit, wie sie an zu Anna zu gehen und sich dort beraten zu lassen. Patientenakten. Sie wurden anonymisiert. Brunakowitz schützt seine Patienten nicht nur, indem er sie behandelt. Anscheinend hat er es auch oft abgelehnt, für seine Dienste bezahlt zu werden. Schlussfolgerung. Emirs Klinik. Brunakowitz fühlt sich zum Arzt berufen. Seine Patienten liegen ihm am Herzen. Ihr sozialer Status und ihre Herkunft sind ihm egal. Wenn er ihr Leid lindern kann, dann tut er dies. Nur wenige seiner Kollegen denken wie er. Ist hier noch mehr? Okay. Voll gemein, ey. Die Tür war einfach nur im Weg. Ein Grammophon, das letzte. Wissenschaftliche Broschüre. Die Vererbung der Gabe der Thaumaturgie. Professor G.R. Laurent. Die Weitergabe der Fähigkeit von Thaumaturgen an ihre Nachfahren ist bisher wenig erforscht. In dieser Arbeit werde ich meine eigenen Thesen aufstellen. Das Thema bedarf jedoch weiterer Untersuchungen. Lange Zeit glaubte man, dass die Begabung für die Thaumaturgie strikt an die männliche oder weibliche Erblinie einer bestimmten Familie gebunden ist. Die Abweichungen waren jedoch viel zu häufig, als dass man sie als reine Launen der Natur bezeichnen könnte. Die Werke von Gregor Mendel können hier etwas Aufschluss geben, insbesondere seine Theorie der dominanten und rezessiven Gene, auf die ich in Kapitel 4 eingehe. Dann ist das ja auch was zu lesen. Der Morgenanzeiger. Den haben wir aber schon. Das ist hier mit der Maria Magdalenen-Kathedrale. Große Apotheke. Sie ist voll mit getrockneten Kräutern und selbstgemachten Salben und Tinkturen. Zwischen den Kräuterbündeln hängen bärbeißige Gedanken. Was funktioniert, das funktioniert. Wen kümmert es, ob es traditionelle Heilmittel oder Medikamente aus einem hochmodernen Labor sind? Diese Idioten würden davon profitieren, Avicenna zu lesen und Hygiene und Bewegung zum Bestandteil ihrer Behandlung zu machen. Okay. Please, make yourselves at home. The tea is brewing and it will do us all good. Madame, I presume you're a thaumaturge? Assalamu alaikum.
Hopefully. For the time being, I'll assume we all have good intentions. As for me, you have nothing to worry about, sir. I trust her. That's enough for me. Let's not waste time. Do not mistake this somber moment for one of peace. This isn't the calm before the storm. We're in the eye of the storm. Time is scarce, the risk is great, and the consequences will be irreversible. I trust you've got the Black Grimoire already? I got my father's grimoire back. It was where we both expected it to be. Have you studied it yet? Not yet. I haven't had the time. That's understandable. Can you tell me what we're talking about exactly? Before he died, Stanisław Szulski created a hypothesis upon which he tried to use the full potential of Thaumaturge's mental bond. You mean peeking inside each other's heads? It is not arcane knowledge. Szulski believed that connected Thaumaturges could share their powers. It's still just a hypothesis. How can we verify it? Only through an experiment, I presume. What do you think threatens us? You're a wanted fugitive, so detainment, interrogation, and probably the noose. And you, miss. The noose. They won't waste time interrogating me. Why don't we move on from doubts to solutions? The solution is to combine all of our individualities. Separately, we're all too weak. But if we form a pact, its consequences might reverberate throughout Russia, possibly even all of Europe. Who knows, maybe that way we could save not only our own necks. What about Wanda? Aren't you afraid she'll seek revenge? Yes, and that revenge will push her to extreme measures. But what we're trying to build might save her from downfall. It's one of the reasons that time is of the essence. Let's not waste any more time. What else do we need to form such a pact? First of all, a fourth member. I trust you know someone else we could use. Nein, nicht The only Ariel. one that comes to mind is Nein. Ariel Roffe. Der He hasst uns. crossed my mind too. Do you think he could be useful with the reputation he has? He hasn't shown up at the Ruzhitz much lately. Do you know him well? Not personally. People talk about him in the neighborhood. Sometimes more, sometimes less. Don't give it too much thought. Needless trouble. Do you know where I could find him, if not at the bazaar? I know he used to live somewhere in the heart of Mirov. Maybe there. The bizarre Thaumaturge. I'll bring him here. At least I'll try. Der hasst uns There's doch. also the question of that Rasputin. How do you think I should resolve this situation? It would be most imprudent to let such suspicious people inside your mind for too long. Any carelessness may cost all of us dearly. If you're still bound to him somehow, I'm afraid you'll have to end it. Yes. Tell him it's not him, it's you, and so on. Remember, this is no longer a question of only your noggin. Madame, the tea is ready. I have to go down now. Good luck, Victor. Voll schön hier eigentlich. Jetzt sind wir in Akt 3, in Blut geschriebene Apokalypse. Ich nehme erstmal die Quest noch. Tamael. Nach der Beerdigung wird der Verstorbene von 2 Engeln besucht, Munkara und Nakera. Wenn der Verstorbene ein guter und frommer Mensch war, wird Gott ihn inspirieren, die Fragen der Engel richtig zu beantworten.
War der Verstorbene jedoch nicht fromm, wird er beim Anblick der Engel so sehr erschrecken, dass er die Fähigkeit zu sprechen verliert. Dies sind die Fragen, die nach dem Tod gestellt werden und die Antworten, die darauf gegeben werden sollten. Wer ist dein Herr? Mein Herr ist der allmächtige Gott Allah. Was ist deine Religion? Meine Religion ist der Islam. Wie ist der Name deines Propheten? Der Name meines Propheten ist Mohammed. Wie lautet der Name deines Buches? Der Name meines Buches ist der heilige Koran. Was ist dein Qibla? Mein Qibla ist die stattliche Al-Kaaba. Von wem stammst du ab? Ich stamme von Adam ab. Welche Völker sind deine Brüder im Glauben? Die Völker Abrahams. Wahrlich, ich bin ein Muslim. Alamadu Lila. Ein Schachspiel. Eine Schachpartie, die mittendrin unterbrochen wurde. Auf dem Brett stehen sich Schachfiguren gegenüber, die mit Argumenten bewaffnet sind. Der Läufer der festen Überzeugung schlägt den Turm der schwarzen Bauern, bereiten eine eristische Attacke vor. Doch der weiße Springer ist für einen Gegenangriff gerüstet. Sie sind in einem endlosen Krieg verwickelt. Sie verharren in ewigen Schwebe, mitten in einer hitzigen Diskussion erstarrt, die durch den Tod unterbrochen wurde. Briefe. Was soll ich dir nur sagen? Die Verbitterung der Menschen kennt keine Grenzen, aber man muss an seine eine Sache glauben und beharrlich einen Schritt nach dem anderen tun, so klein und erbärmlich er auch sein mag. Zumindest habe ich mir das bis jetzt eingeredet, nach Jahren des Kampfes weniger gegen Krankheit und Armut, als viel mehr gegen Vorurteile und Häme bin ich am Ende meiner Kräfte und denke ernsthaft darüber nach, meine Arbeit aufzugeben. Die abertausenden Nadeln, die in meine vermeinte zähe Haut gestochen wurden, haben eiternde Narben hinterlassen. Erst die Hindernisse und Abweisungen, als ich nach einem Studium in Zürich eine Praxis in Warschau eröffnen wollte, dann die Ablehnung meiner Bewerbung für die Ärztekammer in Warschau, obwohl ich die Empfehlung von Professor Heuer hatte. Danach kamen die Probleme in St. Petersburg, die auf wundersame Weise durch einen glücklichen Zufall unterbrochen wurden, dank dessen ich Ärztin im Sultansharem wurde und schließlich eine Fülle unangenehmer Unterstellungen, denen ich sowohl von der Presse als auch von meinem Arztkollegen ausgesetzt war. Es heißt, man solle nach seiner inneren Stärke suchen, denn diese Stärke wird in dunklen Zeiten am meisten gebraucht. Ich habe jedoch Verständnis für dich und dein Dilemma. Zögere nicht, zu mir zu kommen und mit mir zu reden. Meine Tür steht immer offen. Herzlichen Grüße, Anna Tomaszewicz-Dabryska. Briefe. Die Absenderin ist Anna Tomaszewicz, die erste Ärztin, die in Warschau eine Praxis eröffnet hat. Sie scheint viel Respekt für Brunawischk zu haben. In den Briefen nennt sie ihn Faljay. Schlussfolgerung. Emrys Haus. Emir ist Arzt und ein Faljay der Tataren. Er kombiniert traditionelle Medizin mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich habe gar keinen Bock auf Ariel Rufe. Weil ich weiß, dass der uns in der Luft zerreißen wird. Nachdem ich ihn den Golem geklaut habe. Ich würde ja sagen, ich war es nicht, aber ich war's. Der Warschauer Kurier. Aktuelle Meldungen. In der Gemeinde Piotrkow kam es zu Bauernaufständen. Der Bau einer neuen katholischen Kirche in Minsk wurde genehmigt. Der Prediger G.J. Rasputin, bekannt durch seine St. Petersburger Kontroversen, ist in Warschau eingetroffen. Metzger kündigen Streik an, die Leitung der Warschauer Gaswerke hatte, wo es ihr möglich ist, den kostenlosen Verleih des Gaskochers Zar und anderen zweiflammigen Gaskochern in die Wege geleitet. Hier kommt man in sein Arbeitszimmer rein. Oh, da hängt was. Können wir uns jetzt überhaupt noch frei bewegen? Plakat mit Porträt von Viktor gesucht. Gefährlicher Thaumaturge auf freiem Fuß. Hinweis zur Person bitte an die nächste Polizeiwache oder den nächsten Polizeibeamten melden. Es wird keine Belohnung ausgesetzt. Es handelt sich hier um eine Bürgerpflicht. Intriguing. Ваши документы. Pardon? What don't you understand? Documents. Je ne parle pas ruski. It's not enough that he's a magician. He's Let's go. scum.
Jetzt kommt es You'll learn Französisch. right quick once I give you a beating. Documents. I won't say it again. Рядовой Стрельцов, I'll take over. Documents, or are you deaf? Show them to me and you can be on your way. Why so nervous, officer? If it's papers you want to see, I'll show you. I've nothing to hide. He's a magician, Captain. What, am I blind? I can see he's a magician, but he's not the one. Show Harsho. You can go. Just watch yourself. I'll remember. I won't cause trouble. I've got my eye on you. Streltsov, reinforcements are needed on Bzetska. Let's go. Yes, sir. Puh. Da sind wir wohl noch mal davon gekommen. Wartet. Ganz kurz. Speichern. Ich glaube, ich muss das Spiel dann eh nochmal spielen, wenn ich wollte. Wenn ich die Achievements haben wollen würde. Die. Ui. Ich glaube, da halten wir sie lieber raus. Oh Gott, uns sind jetzt so viele Gebiete gesperrt. Aber echt aufpassen, wo wir hinlaufen, ne? Flugblatt gegen Thaumaturgen. Jugend kämpft mit. Für ein glückliches Warschau ohne Magier und Teufel. What's going on here? A crusade in the name of God, that's what. Is Rafa inside? Mother of God! Sonny, there's another one! Are you messing with Oh, my really? mother? I'll kill you, so help me God. The crusade is over. Go home. In the name of the Father and the Son, we don't fear the devil! Pummel him, boys, before he takes your souls! Muss das sein? Wir haben keinen Heiler hier mit dabei. Wir können schwierig werden. Ich will den Balken so oben angucken. Wir leiden. Lass ihn leiden. Nächstes brauche ich Morana. Du nimmst mal den hier. Und der leidet ganz schön. Danach brauchen wir Velas. Ich glaube, er ist hingefallen. Den da hinten. Den komme ich nicht ran. Okay. Müssen wir so machen. Ah, der stirbt auch so.
Kommen jetzt an den da hinten ran? Wieso hat er eigentlich eine Schaufel? Will er sich selber das Grab schaufeln? Er ist umgefallen. Ich war's nicht. Ha, das reicht nicht. Jetzt reicht's. May the devil take you. I hope you burn in hell, bastard. Ihr habt angefangen. Tajik. Spiszek. Now you see what crusades lead to, Granny. We all lose. This isn't over. My beautiful Tajik. My son. Ich hätte Katze gehört oder was heult da? Ach, das ist die Oma, die heult. Selbst schuld. Kann man nicht anders sagen. Postkarte. Hola, amigo. Ich vermisse die Sirenen von Warschau. Cichokinek ist aber auch nicht übel. Ich bleibe hier, bis sich die Lage beruhigt hat. Jay. Eieiei, wie sieht er denn aus? Here to gloat, Shulsky? Don't speak. You're losing a lot of blood. What do you want? I came to offer you a deal. What do you know? You need me. Then I'll die happier knowing I'm thwarting your plans. Lean over. Lean over me, posh boy. Der haut uns doch. Let me tell you something. Fuck off. Wir waren zu spät. Damn it. Enough of this. Ah, da unten tun sie sich schon wieder tümmeln. A Warsaw free from magicians. What are you here for? We came for Rofe. Let's take this one too. We'll put them both to the torch. I bet he's in cahoots with the Können wir other. die Alte bitte You can tell schlagen? he's the same kind of vermin as the Jew. Die Put heizt hier alle fire to an. them boys. Stand back, Granny. It's gonna get gory. Rofe is dead. You're late. But you're still here. Get him. Ach ja. Wähle es um für Morana. Einige den und du klopfst den. Was das denn? Verwirrtheit? Betäubt. Ja, toll. Nein, nicht mit dem Stock.
Muss jetzt aufpassen, dass er nicht gleich wieder betäubt, sonst schiebe ich es auf ihn zurück. Nice. Upsi. Es ist gefallen. Okay, dann zieht er nochmal 5 ab. 3, okay. Er heilt sich halt die ganze Zeit, weil ich den Debuff nicht runtergenommen habe. Einmal reinbeißen. Oder er stirbt einfach so. Wir haben ihn zu sehr gepeinigt. Ach Mensch, warum musste es so weit kommen? Ist... Okay. Wo waren wir da? Das ist auf einmal so ruhig. Eine Rasputin-Provisle. Und es geht weiter. Hier ist nicht mehr so ruhig. Aber einige lassen sich hier nicht beirren. Hier gab's Fisch. Noch ein Plakat von uns. People come up with. Polnisches Amtsblatt. Wunder in der orthodoxen Maria-Magdalenen-Kathedrale, sind sie das wirklich? Im gestrigen Gottesdienst in der orthodoxen Maria-Magdalenen-Kathedrale wurde ein exklusives Ritual an einem kleinen Jungen vollzogen, dessen Seele von einem bösen Geist in Besitz genommen worden war. Der Geist wurde ausgetrieben, aber zur Überraschung der Gläubigen nicht durch den Priester, sondern durch einen Mönch. Einen gewissen G. Rasputin, der sich zwischen Pater Kirill und das besessene Kind stellte. Der Mönch befreite das Kind aus den Klauen des Bösen, beschimpfte dabei den Geistlichen und beschuldigte ihn der Unfähigkeit. Die Herzen der Versammelten entflammten wie ein Lauffeuer, und es kam zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen. Unsere tapferen Gardisten schritten ein, stellten die Ordnung wieder her und verhafteten die Unruhestifter. Was wollte Rasputin erreichen? War der Aufruhr Teil seines Plans? War er aufrichtig um das Wohl des Kindes besorgt? Oder war der Junge vielleicht gar nicht besessen? Die Wahrheit liegt nach wie vor im Dunkeln. Er war nicht besessen. Notiz eines Journalisten. Georgi Jefimowitsch Rasputin. Er ist groß, gut gebaut, hat einen durchdringenden Blick und verströmt einen intensiven Geruch. Geruch des Glaubens, des Eifers, sowas in der Art. Was geht hier vor? Rasputin, Abendmahl für alle. Arme, Reiche, Gleichheit, Umsturz der Hierarchie? Nein, er betont, dass er die Ordnung aufrechterhalten will. Was ist das Ziel? Rasputin, das Wohl Russlands, Polens, aller. Er spricht von Visionen, Untergangsvisionen, Bränden, Stürmen. Er kann alles in Ordnung bringen. Glaube ist die Antwort. Muss Glauben haben Kult? Reporter-Notizbuch. Papier übersät mit unauffälligen Handschrift. Aufregung ergießt sich aus den Seiten wie aus einem überlaufenden Gefäß, und die Tinte riecht nach einem schnellen Puls und hastig zu Papier gebrachten Gedanken. Wie Rasputin jedes Wort von den Lippen saugen. Das ist Titelseitenmaterial. Der Tageskurier. Wer ist Rasputin? Ein wahrer Wunderstifter oder vielleicht ein Scharlatan? Diese Frage stellt sich heute wohl in Anbetracht der jüngsten Taten von Grigori
Jefimowitsch Jeder. Er wurde in Prokowsk in einem unbekannten Jahr des Herrn geboren. Im Alter von 19 Jahren heiratete er und zeugte 4 Kinder. Dann erlebte er eine Offenbarung und begann sich mehr und mehr dem Dienst an Gott zu widmen. Er lebt als Einsiedler. Es heißt, er lebt als Einsiedler, wanderte von Dorf zu Dorf und heilte Menschen von allerlei Leiden. Nach Jahren der Wanderschaft wurde er als Mönch, der die Herzen des Menschen erreicht, bekannt. Er ging nach St. Petersburg, wo seine Keuschheit und Aufrichtigkeit des Glaubens nicht gut ankam. Immer mehr Gerüchte wurden laut, was für ein großer Heuchler er angeblich war. Er soll sich lieber leidenschaftlich der Ausschweifung hingegeben haben, als dem Gebet. Schließlich wurde er aus St. Petersburg verjagt und alle seine Spuren verwischten, bis jetzt. Die Zeit wird zeigen, was der Mystiker durch seinen Aufenthalt in Warschau zu erreichen sucht. Glitzert's. Brotstücke. Abgerissene Brotstücke, die auf einem Holztablett vertrocknen. Das Brot wurde in einer sehr frommen Stimmung gebrochen, die vom Glauben an die Heiligkeit des Leibs stammte. Jemand sah mehr darin als Backware, das den Bauch der Essenden füllen sollte. Ein Symbol für den Körper des Messias, der für unsere Sünden geopfert wird. Weinflasche. Billiger Wein, der für jeden erschwinglich ist. Wörter hingegen, in dem Wein und strömten aus dem Mund in einem Flüstern wie Schnaps aus einer Flasche. Trinkt davon, ihr alle. Hoffentlich ist genug zu trinken für alle Apostel da. Schlussfolgerung. Ein Tisch für alle. Brot, Wein, Apostel. Die Bezüge zum letzten Abendmahl sind bei diesem Fest unübersehbar. Rasputin muss mit diesem offenen Symbolismus etwas bezwecken. Die Anwesenheit des Reporters ist auch kein Zufall. Offenbar will er Gregory, dass sich die Nachricht von seinem letzten Abendmahl verbreitet. Oh, fühle ich nicht. You made it, my friend. Wonderful. Rudi, ich bin gesucht. About what happened in the church. Did you get what you'd hoped for? Yes, although bloodshed was not part of my plan. But apparently, such was God's will. But I'm sure that the news of that boy's miraculous recovery has reached the right ears. Time will tell, of course. Why didn't you help me when they locked me up in the Citadel? God is my witness. Did I not send Lazarev to find you? Did they ask you anything during your captivity? I didn't say anything against you, if that's what worries you. It's good to know I can still count on your loyalty. It's good that you're here, that God guided you to me again. What's the occasion? Do you want to thank me for something again? Not today. Today, all of you gathered at this table are equally important. I want to celebrate you with this humble supper. I hope you'll join us. Did you invite the press? My sermon must have made quite an impression on her. Good. Tell me more about this occasion. What do you want to know? The corner near the brothel. It was cozier at the Nadarzyńskis. But today, we wouldn't all fit. Look around and see how many believers we've gained. Are you saying that they were attracted by the miracle at the church? Of course. And a brothel is as good a place as any other. Better even. Here, lust trumps propriety, and nakedness is a symbol of truth. We're celebrating truth here today. Truth in community. You went to a lot of trouble to prepare this supper. To what purpose? I wanted to meet, to talk, to show my gratitude to those of you who have persevered on the path of truth, and stand with me, despite adversity. Bless you. Who can I expect to see at this supper? It's difficult to mention everyone,
My flock keeps growing, but people are different. Strong, wise, weak, dumb. Some stumble and never get back up. They will be missed today. I pray for their souls. What's important is that you came back. A discerning Thaumaturge would notice that your supper resembles the Last Supper, the one from the Bible. A supper like any other. There is a host, his guests, food, and drink. I believe this meal will not be my last. Der Typ. That will do. So, will you join us now? Grigori, we have to talk. That sounded serious. And one should sit down before discussing serious matters. Perhaps during supper. Will you join me? All right, I'll stay. And what do you plan to do after supper? God created a world and placed a beautiful garden within it in the east. Then, he placed a man there. The plan is for us to meet in paradise as well, because there we will get that which we deserve, my friend. No more, no less. Do you recall our conversation over your father's grave, when I asked who you feel you are? Yes, I replied that I am defined by Thaumaturge. And I promised you all of the Empire's thaumaturgic knowledge. And it will be so. So help me God. Schwierig. I believe in what you promised me. Amen. We'll talk more about the future soon, my friend. But my bladder's calling. And Victor, I am telling you now before it happens, so that when it does take place, you may believe that I am he. Jetzt nochmal die... Gott. Water! People, give me water! Hab ich mich erschrocken. Is he dead? Oh, God. He's dead. I've got you. It's okay. Oh, unser Onkel. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Is this what death is like? An infinite void? Teile dich, was nun zu tun ist. Where am I? Is this hell? Well, I could have seen it coming. I'm telling Mom, all you Thaumaturges are crazy. And the teacher said, Victor, is there right here in the classroom with us right now? I almost pissed myself. Slow down. You'll get your clothes all dirty. I'm the head of this family, and I deserve respect. Ich erkenne fast gar nichts. You'll put me in an early grave. Jetzt erkenne ich was. This is the end. You've lost. Did you not hear what I said?
This is the end. Has death come for me and dragged me to hell if I can still see you? Hell must wait until a verdict is reached. And a verdict requires a trial. What trial? Is this some sort of court? Barbarit. Yes. A trial over the conscience of Viktor Schultzky. Of what do I stand accused? And what weighs on your conscience? You're a Thaumaturge, as was your father, your grandfather, and your great-grandmother. You've always thought of yourself as better than others because of that. The defendant admits to his own pride. My power also reminds me daily of the disappointment I felt after you disposed of me instead of protecting me. Rubbish. I always understood you and did everything to protect us, at any cost. You're a fool if you still don't understand. Have you come down a peg now? Because Uper reminded you of what had happened. We can end by saying that I realized how much I threatened the family at that time. And exile was not cruelty. It was mercy. And the Black Grimoire? You always coveted it. And behold, according to the last will, it's yours. Do you think this means you've never meant anything? Have you changed your mind? Are you ashamed of your past glibness? I guess it's not a crime to change your views, right? Not at all. Go on. Enough. Starting now, we're doing things my way. Release me. You're in charge here, remember? If you wish to skip the trial, it will be so. Are you ready to hear the verdict? I want to hear the verdict. What do you think the trial has revealed? The fact that I can bend the rules of any game because I'm a Thaumaturge. And you think that's the way it should be? Yes. I would be a fool if I didn't live up to my potential. It's what makes me special. The verdict is guilty. Guilty of self-involvement, suppressing his conscience, and breaking others at will. Guilty, guilty, guilty. This cannot end like this. And it won't end until you begin on one of the paths. This is the only way you can atone for your transgressions. Are you talking about Rasputin and the coterie? There may be other paths available. Which one do you prefer? Why the coterie? It's enough for me that they're not Rasputin. I'm not expecting similar charlatanism from them. So, you accept everything that was meant for you, and you will use it as you see fit. Are you happy with events taking this course?
No, that's not what I want. So, remember what it is you're feeling now, when the time for the trial comes. And you? What would you do in my place? I died beneath that tenement house. What you see is an embodiment of your pride, conscience, or doubts. Those are the things you're arguing with. Don't. You are your own worst enemy. Go now. Will I ever see you again? That's entirely up to you. You are in charge here. Let's meet in paradise, the garden near the fountain. You are Peter, a rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell shall not prevail against it. I don't remember how I ended up here. Is it possible that what happened near the brothel was just a dream? You're right. A dream wouldn't hurt like this. I have an idea who the author is, but I don't know how it's possible. I have no idea where to look for this paradise and garden. I'll think about this later.